Das ziehe ich jetzt raus hier, ganz einfach. Dafür brauchen wir gar nicht nach oben. Wolltest du nicht das Seil dran machen? Ach so, ja. Scheiße. Guten Morgen. Wir fangen heute mit der Elektroinstallation an. Oder wir gucken gerade, was wohin kommt. Dann macht Martin weiter und ich muss weiter fließen. Jetzt sind wir halt erstmal hier, stehen hier vor der Problematik, wie wir was absichern oder wie Martin was absichert, weil ich keine Ahnung davon. Damit wir schon mal die Küche aufbauen können. Natürlich ist das jetzt hier die schlimmste Stelle eigentlich, ne? Ja, das ist die schlimmste Stelle. Es ist hier viel, was einzeln abgesichert werden muss. In der Küche hat man viele Verbraucher, die relativ viel Leistung aufnehmen. Dementsprechend sichere ich die gerne einzeln ab, damit mir da oder damit uns dann später im Betrieb nicht irgendwie die Sicherungen rausfliegen, weil zu viel Last auf einer Leitung ist, ja. Und auch Sachen Kabelbrand, bla bla gut. Ja, da sollte man lieber dann 2-3 Mal länger überlegen, ja, als dass man nachher so ein, also Kabelbrand ist hier wohl auch ein Thema, ne? Ja, Kabelbrand ist ja auch ein Thema, aber gut, wir sichern ja sowieso alles richtig ab mit den richtigen Querschnitten, dementsprechend sollten wir da keine Probleme mit haben. Mein Problem ist jetzt nur, ich will das oben auch alles auf dem Dach in diese orangenen Rohre verlegen und dann oben in Verteilerdosen zusammen und zur Unterverteilung dann legen. Da muss ich halt noch ein bisschen überlegen, wie ich das alles dann auch sauber verlegt kriege. Ich sage, im nächsten Haus werden wir das alles im Vorfeld schon planen und das sagen wir jetzt. Ja, sagen wir jetzt. Ja, noch sind wir da optimistisch. Und hier ist das halt jetzt immer so eine Sache. Klar, wir haben hier ungefähr die Dosen gesetzt, aber wir haben uns dann keine weiteren Gedanken dazu gemacht, sondern erstmal andere Arbeiten abgearbeitet. Und jetzt gehen wir halt hin und stehen vor der Elektroinstallation und müssen uns jetzt die Gedanken machen. Das ist natürlich eine Planung im Vorfeld, erleichtert einem dann die Ausführung auf der Baustelle um einiges. Wobei bei uns ist auch mal so eine Sache, dann entscheiden wir uns um und dann ist eh alles wieder das ist das Nächste, dass wir uns auch schnell mal umentscheiden. Gut, so hier ist es jetzt folgendermaßen. Ich habe jetzt hier ein Rohr, was nach oben geht. Von da aus kommt dann der Strom hier runter und den verteile ich dann weiter auf diese 3 Steckdosen. Hier ist in der ursprünglichen Planung gewesen, glaube ich, Spülmaschine, Untertischgerät und Waschmaschine. So. Im Normalfall, genau. Die möchte ich alle einzeln abgesichert haben, weil die alle relativ viel Strom aufnehmen und dementsprechend, wenn man die mal alle gleichzeitig in Betrieb hat, sollen die auch gut versorgt sein. Ja, die werden auch, wir haben 3 Phasen hier, das heißt, da werde ich auch gucken, dass die alle jeweils auf eine Phase kommen und nicht auf die gleiche. Das ist quasi genauso wie Gefriertruhe, Kühlschrank, machst du auch alles einzeln. Genau, ne? Das ist alles, solche Sachen mache ich alle einzeln. Herd und so. Guten Morgen, Nala inspiziert hier so ein bisschen die Baustelle, hier wird ein bisschen geschnuppert. Ja, hier hinten hat Sarah an ihrem Mosaik gearbeitet und dementsprechend konnte sie mir hier nicht so viel helfen beim Filmen, während ich hier die Elektroinstallation gemacht habe. Ich habe jetzt hier schon so ein bisschen was getan. Also hier habe ich mal das Hauptkabel hier abgesetzt, dass wir das hier anschließen können. Jo, hier habe ich schon mal eine Steckdose eingesetzt. Hier draußen ist dann schon richtig mit Rahmen eine eingesetzt. Die ist soweit fertig. Das ist für unseren Außenbereich. Genau, so, hier geht es weiter. S-Ecke, Schuko-Steckdose mit Erdkabel. Naja, gut. Was machen wir jetzt gleich zusammen? Und zwar hier, diese 3 Dosen sind für Waschmaschine, Untertischgerät und Spülmaschine. Das heißt, jeder kriegt eine einzelne Absicherung. Jede kriegt eine Schuko-Steckdose. Jetzt werde ich gleich von hier meinen Zugdraht da reinschieben und in der Hoffnung, dass er da hinten rauskommt, gehe ich aber von aus. Bis jetzt hat das ganz gut geklappt mit dem Zugdraht. Ich verwende dabei immer hier dieses flexible Ende, das kommt da ganz gut durch. Mit dem anderen habe ich noch nicht ausprobiert, da auf der anderen Seite ist so eine starre Verbindung dran, ist sicherlich auch für manche Sachen brauchbar. Ja, das Ding ist hier für diese ganze Rohrinstallation super. Ja, mit dem Zugdraht geht es ganz einfach. Ich schiebe den hier oben, kommen ja meine beiden Kabelkanäle raus. Ich schiebe den jetzt einfach mal in den rechten Kabelkanal rein. Dann kommt der da oben irgendwo auf dem Dach raus. Stopp! So, jetzt haben wir den Draht hier oben. Hier oben ist ja meine ganze Leerrohrinstallation vonstatten gegangen. Dieses Leerrohr hier geht jetzt ja direkt nach unten wieder
Jetzt schieben wir das hier rein und Sarah schiebt von unten ein bisschen nach immer. In der Hoffnung, dass es nachher unten rauskommt. Da ist er. Stopp! So, Sarah hat das jetzt von oben nachgeschoben. Jetzt kann ich ermitteln, wie lang unser Kabel sein muss. Dann kann ich das dreimal vorbereiten und hier rüber zurückziehen. So, was machst du jetzt? Ja, damit ich jetzt gleich erkenne oder damit ich jetzt gleich abmessen kann, wie viel Kabel ich vorbereiten muss, haben wir ja jetzt das Kabel, dieses Zugdraht eingezogen. Jetzt mache ich mir hier unten ein Stück Isolierband drum, wenn es jetzt funktioniert. So, das heißt, wenn ich jetzt diesen Zugdraht wieder rausziehe, habe ich genau das Maß an Leitung, was ich bis da hinten hin haben möchte. So, dann kann ich mir das dreimal vorbereiten. Natürlich muss ich dann da hinten gucken. Die 3 Dosen haben ja unterschiedliche Längen und wir fangen ja da an der rechten fangen wir an. Und dann heißt für die linke und für die mittlere und für die ganz linke muss ich natürlich 1 Meter oder mehr. Ja, die sind miteinander verbunden. Genau, die sind unten miteinander verbunden. So, das ziehe ich jetzt raus hier, ganz einfach. Dafür brauchen wir gar nicht nach oben. Wolltest du nicht das Seil dran machen? Ach so, ja, scheiße. Keine Padde, alles gewollt so? Weil Sarah natürlich hier gleich auch noch andere Sachen machen möchte, mache ich mir jetzt hier so ein kleines Band dran. Mit dem Band hier dran kann ich das Ganze dann gleich wahrscheinlich selber wieder da rausziehen. Das geht ja oben halt noch durch mehrere. Ja, das hält schon irgendwie. Aber ich kann hier vorne auch noch was dran machen. Nala ist natürlich hier auch. Interessiert mich ein bisschen. So, ich muss jetzt nur die Kamera einmal weglegen, dass das Band sich nicht verknotet. Jetzt, aber genau, da jetzt, ziehen ich und da ich halte jetzt einfach nur hier raus. Genau, da läuft es weiter. Und ich packe einmal eben mit ab. So, Seil ist drin. Genau, jetzt muss ich das hier nur abfriemeln. Dadurch, dass ich gerade 3-mal angesetzt habe, ist das natürlich so eine Sache. Ist das natürlich wieder fest hier. Aber MacGyver hat natürlich sein Schweizer Taschenmesser dabei und kann das hier aufschneiden. Jetzt schneide ich mir wahrscheinlich noch Du bist nicht MacGyver, du bist Tim Taylor. Bei MacGyver hat alles geklappt, bei dir, bei Tim Taylor nicht. Also. Trotzdem habe ich ein Schweizer Taschenmesser. Nein. Ja, normal verklappt das ja. Genau, jetzt habe ich hier das Kabel, jetzt habe ich hier das Band drin, kann mit dem Band gleich hoffentlich den Zugdraht wieder vernünftig darüber ziehen. Ach ja, hatte ich noch vergessen zu sagen, unsere Fensterbänke sind drin. Ich habe da einfach Silikon drunter gemacht und die eingeklebt. Einisoliert, nee, wie heißt das? Eingedichtet, ne? Nicht eingeklebt, eingedichtet. Eingedichtet, Isolierung, ja. Wir genau, nehmen es halt trotzdem als Kleber hier teilweise. Genau, Silikon ist ja ein Dichtstoff und kein Klebstoff. So, jetzt will ich ja das Kabel genauso lang haben. Das erste passt ja, da brauchen wir auch nichts zugeben an Metern. Dementsprechend ziehe ich mir das jetzt einfach bis zu der Markierung. Ich verwende hier 2x2 Quadratmillimeter. So, da ist die Markierung. Das heißt, hier schneiden wir das Ganze jetzt ab. Denk dran, nur länger abzuschneiden, ne? So, beim zweiten Kabel müssen wir gleich länger abschneiden. Jetzt machen wir erstmal hier auf die gleiche Länge wie das erste Kabel. So, halte ich hier einfach fest. Ziehst alles mit dir hinterher. Alles mit mir. Ja, könnte man wahrscheinlich auch alles ein bisschen besser lösen. So, da will ich hin. Da nochmal 20 cm mehr, besser, ich kann abschneiden. Ja, wir haben jetzt den ersten vorbereitet, das ist der kürzeste, den wir zuerst gemacht haben. Und den letzten, den langen, den ich jetzt hier in der Hand habe, den mittleren werde ich jetzt auch gleich machen. Genauso wie die Erde. Die Erde mache ich wie Erdkabel erstmal. Der Erdkabel, ja, was weiß ich, die Ja. Erdleitung kriegt ja auch jede Steckdose. Und ja, dann zeige ich euch gleich, wie wir das Ganze dann einführen. Hier in unserem Chaos. Weil unser Haus viel zu klein ist, mussten wir jetzt die Kabel von da hinten hier mal einmal längs legen. So, warum verwenden wir Einzeladern und keine NIM-Leitung wie in Deutschland? Ja, in Paraguay gibt es keine NIM-Leitung. Wir sind nicht in Deutschland. Genau, wir sind nicht in Deutschland. In Paraguay gibt es keine NIM-Leitung. In Deutschland haben wir damals unsere Häuser alle mit NIM-Leitung verlegt. Jo, hier
ist das halt üblich, das in solchen Einzeladern und in diesen Leerrohren zu verlegen. Deswegen machen wir das Ganze so. Was ist denn eine NIM-Leitung? Eine NIM-Leitung ist diese Gummileitung, die blende ich schon ein. So, im Idealfall ziehe ich jetzt hier dran, vorsichtig. Und ja, Sarah muss da vorne ein bisschen einführen, aber vielleicht schafft sie halt ja mit einer Hand und filmt dabei. Ja, und dann kommt, da kann man hier alles rumfliegen. Vielleicht steht Nala ja auch auf dem Kabel, da kann natürlich auch gut möglich sein. Ich bin jetzt hier oben an der Verteilungskiste hier oberhalb unserer Unterverteilung. Jetzt sehe ich natürlich von hier oben den Denkfehler, den ich unten gemacht habe. Ich wollte das hier hinten reinziehen. Von der Kabelführung hier in der Dose sieht das dann aber allerdings mehr als unvorteilhaft aus. Deswegen werde ich die erstmal nur hier oben aufs Dach ziehen und dann später gucken, dass ich hier möglichst ordentlich in der Dose die ganzen Leitungen verlege, um das Ganze so übersichtlich wie möglich zu halten. Ob das am Ende machbar ist, werden wir dann sehen. Ja? Aber erstmal stoppen wir jetzt hier oben und verdrahten unten die Steckdosen. Sarah versucht jetzt mal die Kabel da so durchzukriegen. Sie will das ohne den Zugdraht machen. Nala wird sie ein bisschen küssen dabei. Mal gucken, für mich und meine Nerven ist das nichts, ohne einen Zugdraht zu arbeiten, weil die Kabel sich da zu gerne in den Röhrchen da verhaken. Aber Sarah scheint von Erfolg gekrönt zu sein. Ja? Sie hat auch mehr Geduld als ich, viel mehr. Ja, du hast mehr Geduld als ich. So, wenn die gleich alle verteilt sind auf die jeweiligen Steckdosen oder Unterputzdosen, dann werden wir das mal anklemmen. Die Steckdosen sind jetzt dran hier und können hier eingebaut werden. Ich muss das Kabel noch ein bisschen zurückziehen. L1, Neutralleiter, Schutzleiter, alles angeschlossen. Hier haben wir noch eine Blindkappe, hier können wir noch eine Steckdose oder was auch immer noch installieren, oder gerade hier bei dem Untertischgerät könnte man da einen Schalter einbauen, dass man, wenn man im Urlaub ist oder wann auch immer, dass, wenn man das ausschalten möchte, einfach ausschaltet. Die 3 Steckdosen sind jetzt fertig verdrahtet, eingebaut. So, jetzt könnte es mit der Strominstallation weitergehen, wenn ich hier unsere Küche stehen würde. Die Küche, also dieses Küchenelement, dieser Schrank, soll jetzt an diese Wand. Die alten Löcher passen da nicht mehr. Dementsprechend werden wir jetzt da neue Löcher reinbohren, damit hier unsere Anschlüsse passen. Auch der untere Anschluss, der passt leider um ein paar Zentimeter nicht. Hier die Wasseranschlüsse und Steckdosen müssen natürlich jetzt hier Löcher bekommen. Dafür habe ich einfach hier von der Wand bis zur Steckdose quasi in Außenkante gemessen. Das Ganze dann hier am Schrank, alles kompliziert, das Ganze dann hier am Schrank dementsprechend übertragen. Danach natürlich noch von Fußboden bis Unterkante und Oberkante das Ganze hier auch wiederum übertragen. Und siehe da, hier mit dem Nagel kann man es schon erkennen, kriegen wir natürlich ein Problem. Hier ist die Wand drin. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Wasseranschlüsse, den ersten, zweiten und dritten können wir schneiden. Die zweite Steckdose macht auch kein Problem. Nachdem ich die Maße halt darauf übertragen habe mit dem Zollstock, habe ich dann hier mit Winkel und Wasserwaage das Ganze fertig gezeichnet, die Diagonalen angezeichnet. Da kann ich dann nachher mit dem Kreisbohrer oder mit der Kreissäge, da nicht Kreissäge, mit so einem Lochbohrer da einfach reinbohren. Zum Bohren der Wasseranschlüsse nehme ich jetzt hier so einen Lochkreisbohrer für den Akkuschrauber. Das ist jetzt der mit 51 mm Durchmesser. Der geht da relativ gut drüber, also da habe ich dann noch ein bisschen Spiel auch. Dementsprechend werden wir den verwenden. Ist relativ einfach, der hat da vorne so einen Zentrierbohrer, mit dem Zentrierbohrer hier auf unsere angezeichnete Mitte und dann einfach bohren. Und schon haben wir da ein relativ schönes Loch. Gut, hätte man jetzt von innen bohren müssen, dann würde es nicht so schlimm aussehen. Da ist nämlich jetzt was rausgebrochen. Wenn ihr nicht wollt, dass das innen so schäbig rausbricht und ihr habt schon außen angezeichnet, auch kein Problem, dann setzt ihr den Bohrer an.
bis ihr einmal durch seid und bohrt dann ganz einfach von innen. Jo, außen ist es jetzt gar nicht böse rausgebrochen und innen sieht es einfach sauber aus. Mache ich gleich beim nächsten Loch auch noch. Die Löcher reinsägen war ja natürlich noch die einfache Sache. Jetzt kommt hier die Aussparung für die Steckdose. Natürlich muss die ja auch nicht rechteckig sein. Es wird ja reichen, hier den Teil auszusparen, aber ich will komplett dran kommen können. Dementsprechend machen wir jetzt mal hier so eine große Aussparung. Die werden wir mit der Stichsäge machen, damit arbeite ich eigentlich nicht so gerne. Aber um jetzt mit dem Stichsägenblatt da reinzukommen, habe ich mir jetzt hier mal so einen 10er Holzbohrer eingespannt und den setzen wir jetzt mal hier an und bohren in die Ecke rein. Wenn ihr keinen Holzbohrer habt, den erkennt ihr hier an dieser kleinen Spitze vorne auf dem Bohrer, geht es natürlich auch mit einem Metallbohrer oder zur Not sogar mit einem Steinbohrer. Ja, also da ist nicht so wichtig, gerade hier, wenn das eh nur so Hilfsbohrungen sind. Ich habe mir jetzt in jeder Ecke so eine Hilfsbohrung gemacht. Geht sicherlich auch nur mit einer einzigen, aber ich will es ja einfach haben. Jetzt kann ich mit dem Stichsägenblatt durch das Loch da rein und kann lossägen. Muss dann natürlich achten hier links, rechts, dass sie auf die Linie kommen und schneide das Ganze einfach mal aus. Am Ende sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wenn ich jetzt noch eine Feile hätte, so eine schöne Holzfeile, könnte ich das hier alles nochmal schön beifeilen. Aber die habe ich noch nicht. Muss ich mir vielleicht doch mal eine holen. Ich arbeite nicht so gerne mit Holz, das ist eher so Sarahs Sache. Ja, hier mit der Problemstelle lasse ich mir jetzt noch was einfallen und dann schauen wir mal.